2025, das Jahr, in dem wir einen neuen Papst bekommen haben. Passend dazu hat sich Kobi gedacht, wir rufen die heilige Dreifaltigkeit der Pantherpanzer aus. 3 Ausführungen, 3 verschiedene Farbthemen. 2 habe ich schon gebaut, fehlt also noch der 3. Ich würde sagen, Habemus Panther. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, nach der 2655, der 2599 kann ich euch endlich im Maßstab 1:28 aus der Historical Collection das Kobi-Set 2654 vorstellen. Den Panzerkampfwagen 5, den Panther in der Ausführung A. Wir hatten die Ausführung G, wir hatten die Ausführung D, nun endlich A. 3 verschiedene Panther, 3 verschiedene Farbschemen und dieser hier hat auch noch, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein 3-fach Farbschema. Ganz interessant, dieses Fahrzeug. Wahrscheinlich auf den ersten Blick schon das Interessantere. Aber wir wollen den Tag nicht vor den Bau loben. Deswegen lade ich euch jetzt hier auf meinen Bautisch ein. Dann schauen wir uns das Set genauer an. Wir unboxen den Karton, wir bauen es und es gibt tolle Fakten. Und zum Schluss schauen wir uns alle 3 natürlich einmal im Vergleich an. Freunde, das heutige Video lohnt sich mehr als eine Christmette. Ja, Freunde, wir hatten die 2599, den Panzerkampfwagen 5 Panther in der Ausführung D. Wir hatten die 2655, den Panzer 5 Panther Ausführung G Pudel. Und heute bauen wir die 2654, den Panzerkampfwagen 5 Panther Ausführung A. Somit haben wir dann auf meinem Kanal alle 3 Panther im Maßstab 1:28 gesehen. Hier natürlich alle 3 aus der Historical Collection World War II und freut euch auf das Ende des Videos bzw. auf das eigentliche Review, nachdem wir das Set gebaut haben und uns die Fakten angehört haben, denn da können wir alle 3 mal gegenüberstellen. 1152 Steinchen, eine Minifigur, wie gesagt, der Panther in der Ausführung A im Maßstab 1:28. Aus dem, und jetzt muss mir mal eine KI helfen, denn aussprechen möchte ich es nicht. Ich möchte nicht meine polnischen Nachbarn und Zuschauer und Freunde beleidigen. So heißt also das Museum, wie gesagt, ein Kobi-Set. Das ist cool, wenn Kobi hier immer mal wieder auf die Expertise von Museen zurückgreift. Schauen wir uns die Rückseite dieses farbenfrohen Panthers an. Es ist ja der von mir immer so genannte Dreifarb-Panther. Wir haben die Turmnummer 204. Wir haben hier ein Originalfoto des Fahrzeugs, was in dem Museum steht. Wir können natürlich wieder in den Motorraum reingucken. Und wir haben natürlich wieder den Turm, den wir bauen können mit Innenleben und auch natürlich das Innenleben der Wanne. Wir haben eine German Tank Crew, also einen Panzerfahrer, eine Panzerbesatzung. Wieder in Kooperation auch mit dem Tank Hunter Team, so ähnlich wie beim Sturmgeschütz von Kobi. Schaut gerne hier oben auf dem i, da findet ihr generell alle meine Kobi Reviews. Und da haben wir auch das Review zu dem Kobi Sturmgeschütz, das ja auch mit Figuren sogar vom Tank Hunter Crew ausgeliefert wurde. Ja, hier wie gesagt die Funktionsbilder und die Fakten, die bekommt ihr aber eh gleich auf den Infokarten. Ich habe so viel geredet, aber wir wollen ja wissen, was steckt jetzt hier an Steinen, an vielleicht anderen Steinen im Karton im Vergleich zu den anderen 3 Panther-Versionen. Und wie immer muss dann auch so eine Katze bei mir mal das Fliegen lernen. Ja, Freunde, da haben wir die Anleitung, 3 vollgepackte Bauabschnittstüten der 2654 auf meinem Bautisch liegen und hier am Rand den gelben Teiletrenner. Das vielleicht innovationste Set des Jahres, nämlich hier unseren großen Hebel, den wir gut benötigen können, wenn wir Kobi bauen. Ich muss ja sagen, auf den ersten Blick hier, ich habe schon ein bisschen reingelunzt, muss ich zugeben, sieht man, dass die Anleitung hier typisch Kobi ist, denn sie ist, wie soll ich das sagen, so schön konsequent, inkonsequent, denn wir haben hier wieder das etwas ältere Design. Bei den anderen Sets hatten wir teilweise andere Anleitungen, also nicht das moderne Weiße mit diesem kühlen Design, sondern hier wieder das typisch Grüne, das ins hellgrün-gelbe verläuft, so wie es mir am liebsten gefällt.
Wie immer, kleine Erklärung der Bauanleitungen für die, die vielleicht noch nie Kubi gebaut haben. Wir haben hier auf der ersten Seite immer so eine Legende, damit wir wissen, welchen Stein wir benutzen müssen. Denn Kubi hat oft ähnliche und sie unterscheiden sich halt schon von den Systemsteinen, die wir von anderen Herstellern kennen. Nicht nur farblich, aber in der Funktion, da passen die alle zusammen. Lest einfach hier, da ist es erklärt worden und wir finden es dann bei den Bausteps, wo wir es brauchen, in den Anleitungen auch erklärt und erwähnt. Ja, der erste Baustep ist dann farblich und dann folgend immer der aktuelle auch farblich hervorgehoben, während das Gebaute dann so etwas ausgegraut oder ausgeblaugraut ist, also ausgeblichen dargestellt wird. Wichtig ist, dass wir uns von Baustep zu Baustep, von Bautüte zu Bautüte hangeln, also logischerweise 1, 2, 3 und durchlaufend nummeriert. In diesen kleinen Rechtecken, die abgerundet sind, sehen wir immer die Steine und die Anzahl, die wir brauchen. Und Pfeile weisen uns den Weg, heißt, da wird immer erklärt, was wir machen müssen. Und wir haben Anlegehilfen, dann brauchen wir nicht immer Noppen zählen. Und fertig sind wir dann natürlich mit der Bautüte 3 beim Baustep. Tada! 254, wenn wir den Motor hinten in den Motorraum stecken. Und eigentlich fertig mit dem Panther sind wir dann ja, wenn wir mal gucken, hier beim Baustep 250, wenn wir den Turm in die Wanne gleiten lassen. Das Typenschild bauen wir auch und dann wird halt erklärt, wie wir den Motor in das Fahrzeug bringen, indem wir die Klappe aufmachen und den Motor reingleiten lassen. Auf den letzten Seiten dann immer die Steineübersicht. Falls Steine fehlen, kann man das hier nachlesen, die Nummer aufschreiben und dann direkt hier auf der Service-Webseite bzw. dem Servicepunkt der Kubi-Webseite monieren. Und was ich immer am spannendsten finde, ist nämlich hier ein bisschen Werbung. Alle Fahrzeuge, die hier zu sehen sind, habe ich euch schon gebaut. Schaut einfach hier oben auf dem i bei meiner Kubi Playlist vorbei. Und hier sehen wir auch nochmal den Hinweis, dass das Set eine Altersempfehlung von über 10 Jahren hat oder ab 10 Jahren, so kann man es sagen. Und dass hier auch traurige Zwiebeln nicht bauen dürfen. Ich freue mich auf die Fakten. Ich habe ja schon 3 Panther-Videos gemacht. Seid gespannt, was ihr da zu hören bekommt. Mir viel Spaß beim Klemmen und euch beim Zuhören, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Stell dir vor, Sommer 1943. Die ersten Panther D rollen an die Front. Doch Kinderkrankheiten bremsen sie aus. Schon wenige Wochen später schickten die deutschen Werke eine zweite verbesserte Serie ins Feld. Den Panzerkampfwagen 5 Panther in der Ausführung A. Genau um dieses Arbeitstier geht es in dem heutigen Review bzw. der Faktenzeit. Warum überhaupt die Ausführung A? Der Panther war als Antwort auf den sowjetischen T-34 gedacht. Beim Debüt in der Schlacht von Kursk versagten viele Ausführung D-Fahrzeuge wegen Getriebe- und Motorenproblemen. Die neue Ausführung A sollte retten, was zu retten war. Sie übernahm das bewährte Grundkonzept, verbesserte aber Bedienbarkeit, Schutz und Zuverlässigkeit. Die markantesten Änderungen waren die Kommandantenkuppel. Statt einer geschmiedeten Kuppel bekam der Panther A einen gegossenen Rundumausblick mit dicken Panzerring und Schwenkbügel für ein drittes Maschinengewehr gegen Tiefflieger. Eine weitere Änderung war das Bugmaschinengewehr. Frühere Fahrzeuge hatten noch den rechteckigen Briefschlitz. Spätere Panther A erhielten die Kugelblende 42, eine gepanzerte Kugelmantelaufnahme, die Fehlzündungen minimierte und den Richtschützen schützte. Eine innovative Neuerung war die Nahverteidigungswaffe. Ab Frühjahr 1944 wanderte ein drehbarer 26 mm Granatwerfer auf das Turmdach. Er ersetzte Rauchkerzen und Minenwurfgeräte und erlaubte Abwehrschüsse in alle Richtungen. Zum Schluss wurde natürlich noch etwas unter der Haube geschraubt. Der bewährte Maybach HL 32P30 12-Zylinder Ottomotor leistete offiziell 700 Pferdestärken. Verbesserte Lager, eine zusätzliche Kurbelwellenauflage und begrenzte Höchstdrehzahl steigerten die Haltbarkeit des Panthers deutlich.
sprechen wir nochmal ein bisschen über die technischen Kerndaten dieser Ausführung A. Das Gefechtsgewicht lag bei 44,8 Tonnen. Die Besatzung bestand aus 5 Soldaten. Die Hauptbewaffnung war eine 7,5 cm Kampfwagenkanone 42L/70 mit 79 Patronen. Die Sekundärbewaffnung waren 2 Maschinengewehre Kaliber 7,92 mm. Eben gerade euch schon erwähnt, lag die Motorleistung bei 700 Pferdestärken. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von rund 55 km auf der Straße und einer Reichweite von 260 km, wie gesagt, auf der Straße. Die Frontpanzerung lag bei 8 cm Oberwanne, 10 cm bei der Turmblende. Das Produktionsdatum lag bei August 1943 bis August 1944. Und gebaut wurden ca. 2200 Fahrzeuge in der Ausführung A. Gefertigt wurden diese Fahrzeuge parallel bei MAN, Daimler-Benz, bei der Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover und bei der D-Mark. Monatliche Stückzahlen kletterten von wenigen Dutzend im August 1943 auf Höchstwerte über 380 Einheiten im Juli 1944, bevor alliierte Bombardements die Ausstoßpläne torpedierten. Wenn wir über die Einsatzbilanz sprechen, müssen wir das ein wenig aufteilen, nämlich einmal über die Abschnitte der Ostfront, über die Normandie und dann auch noch über die Einsätze bei weiteren Alliierten der Achse. Wenn wir über die Ostfront sprechen, müssen wir schauen, dass ab Herbst 1943 die Panther-A-Kompanien den langen Arm der Panzerdivisionen bildeten. Auf offenem Feld durchschlug das L-70-Rohr sowjetische Panzer noch auf über 3 Kilometern Distanz, vorausgesetzt die Flanken blieben gedeckt. In der Normandie wurde das Fahrzeug logischerweise dann im Juni 1944 eingesetzt, 51 Panther-A-Dosen gegen die alliierten Einheiten. Obwohl Seitenpanzerung und Qualitätsmängel Schwächen zeigten, galt der Panther dort für die alliierten Crews als gefährlicher als der Tiger, weil er häufiger anzutreffen war und schneller feuern konnte. Nun habe ich euch ja gesagt, dass der Panther auch bei den Alliierten innerhalb der Achse eingesetzt wurde, und zwar bei den Ungarn. Mindestens 5 Panther A verstärkten die ungarischen Panzerverbände, wo sie unter den berühmten Offizier, und alleine dieser Name ist schon ein weiteres Review mit einer Faktenzeit eigentlich wert, Erwin Tarachai, beachtliche Erfolge erzielten. Ich werde euch den Namen Erwin Tarachai natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Zum Schluss sprechen wir noch über die Stärken und Schwächen des Panthers in der Ausführung A in der Praxis. Wenn wir uns die Pluspunkte anschauen, haben wir natürlich die überragende Durchschlagkraft der 7,5 cm Kanone. Wir haben die geneigten Frontplatten mit einer effektiven Dicke über 10 cm, die einen enormen Schutz boten. Und natürlich die hohe Leistung beim Motor bzw. das hohe Leistungs-Gewicht-Verhältnis bei den Maybach V12 Motor. Und die verbesserte Turmtraverse bis zu 36 Grad pro Sekunde konnte hier das bewegt werden. Natürlich, wenn wir über Pluspunkte sprechen, müssen wir auch über Minuspunkte reden, und da haben wir die dünne Seitenpanzerung. Treffer auf 90 Grad Winkel waren oft tödlich. Und wie bei diesem Fahrzeug üblich, aber auch beim Tiger, das komplexe Schachtellaufwerk der Räder. Diese vereisten schnell und waren auch bei der Wartung sehr umständlich. Der Antrieb war trotz aller Verbesserungen noch sehr anfällig, und gerade bei Vollgasmärschen hielten die Motoren nicht das, was sie eigentlich versprachen. Zu guter Letzt hatte der Panther ein sehr hohes Gewicht, was ihn zur Nutzung auf Brücken unmöglich machte. Obwohl der Panther in der Ausführung A nur ein Jahr gebaut wurde, legte die A-Ausführung einen Standard, an den sich die spätere Ausführung G orientierte. Viele technische Lösungen, geneigter Mehrschichtstahl, drehstabgefedertes Laufwerk und die Mehrfachzieloptik inspirierten sogar Nachkriegskonstruktionen bis hin zu den modernen Leopardpanzern. Der Panther A war weder der erste noch der letzte Panther, wohl aber der reife Allrounder der Baureihe.
Er verband feuerstarke Offensivkraft mit sinnvoll nachgebesserten Schutz und blieb bis Kriegsende gefürchtet. Heute erinnern einige restaurierte Exemplare in Museen von Munster oder in Samoa daran, wie schnell Technik sich in Feuer der Geschichte wandelt. Nach 3 Stunden Bauzeit steht er da, unser Dreifarbpanther, das Kubi-Set 2654. Und nicht nur ein Panther steht hier, sondern 3. Und da ein Panther ja eine Katze ist, habe ich mir gedacht, bevor wir das Review hier anfangen, prüfen wir einmal, ob dieses Review auch artgerecht ist. Und deswegen holen wir mal eine Expertin im Gebiet der Katzen auf den Bautisch, nämlich meine kleine Katze Murks. Hallo Murks, was sagst du? Ist das in Ordnung? Können wir das Review hier so machen? Was sagst du? Okay, Murks macht kurze Inspektion und ich glaube, sie sagt hiermit eigentlich, dass das Review so stattfinden kann. Oder Murks, nochmal kurz in die Kamera gucken und dann, ja, schauen wir mal, ja, sie findet, das Review können wir starten. Nachdem Murks nun unser Setting hier abgenommen hat, können wir in die Tiefe steigen. Unser 1152 Steinchen schweres Modell aus der Historical Collection World War II von Kubi unter die Augen zu nehmen. Ganz wichtig, 3 Stück, habe ich schon erwähnt, hat Kubi dieses Jahr herausgebracht. Wir haben die Ausführung D, wir haben nun aktuell die Ausführung A und wir haben die Ausführung D. Also 3-mal Panther in den berühmtesten Ausführungen. Und ich habe euch sogar in einem der vergangenen Videos zu den beiden Modellen auch ein Mock gezeigt, den Berge Panther. Ich werde ein komplettes Video noch zu allen 3 Panthern aufnehmen und dann könnt ihr euch selber noch mal so komplett über alle 3 ein Bild bilden. Natürlich geht es am einfachsten, wenn ihr oben auf das i klickt. Da findet ihr meine Kubi Playlist. Da findet ihr alle 3 Reviews dann. Dieses Set ist auch mal wieder, und das ist ganz besonders bei Kubi und das feiere ich, in einer Kooperation mit einem polnischen Museum entstanden. Das liebe ich, dass Kubi hier wirklich nicht nur historische Sets als Klemmbaustein-Sets auf den Markt bringt, sondern hier auch wirklich Geschichte in Museen verbindet mit selbstbaubarer Geschichte. Und deswegen ist Kubi einer meiner liebsten Marken, weil es auch so super gut passt zu meinem Kanalinhalt. Ihr kennt ja mein Motto, jedes Set hat eine Geschichte, ich erzähle sie und meistens gibt es ja auch eine richtige Geschichte hinter dem Set, statt nur der Geschichte des Sets. Deswegen diese für mich interessanten Modelle von Kubi. Ja, wie gesagt, wir hatten die Ausführung D, den ersten Panther, jetzt die A. Ihr habt es gerade bei den Fakten gehört, die ich immer anders aufgebaut habe, versucht habe, etwas ausführlicher auf das Modell A auszulegen und dann natürlich G hier von mir gebaut in der Pudel-Variante, auch historisch sehr interessant. Wie gesagt, schaut einfach euch gerne die Reviews an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Steigen wir aber ein in das Klemmbaustein-Review. Wir haben, wenn wir über das Kubi-Set sprechen, einiges an Steinchen über. Diesen Stein habe ich sicherlich irgendwo vergessen und ein großes Kettenglied und sonst haben wir viele Bars und viele Bügelperlen und auch C-Clamps, diese neuen mit nur einem halben Tube unten über, sowie ein paar Bolzen. Also das, was Standard ist, was über ist. Fairerweise hätte ich vielleicht für die anderen beiden Sets auch mal die Steine, die übergeblieben sind, vergleichen können hiermit. Aber wer macht das schon? Ich packe diese Steine immer in eine kleine Schale mit Steinchen, die übergeblieben sind. Und nach einer gewissen Zeit sortiere ich dann die Steinchen, die übergeblieben sind, weg. Schauen wir uns die Anleitung an. Die ist hier geklammert. DIN A4 Format. Sehr schwer und hat für mich, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dieses ältere Kubi-Design heißt mit diesen grünen Umrandungen und wirkt auch dadurch nicht so vollgepackt, auch wenn es viele Bauschritte pro Seite gibt. Ich finde die klaren weißen, die wir bei den anderen Modellen teilweise hatten, wie beim Pudel, finde ich nicht so gut. Das wirkt etwas liebloser. Hier mit dieser grünen Umrandung, das gefällt mir bei der Anleitung ganz gut. Ich habe hier eigentlich keinen Baustep, wo ich etwas auszusetzen habe. Der Bau ist auch nicht wirklich anspruchsvoll. Aber Freunde, das ist jetzt subjektiv. Ich baue sehr viel Kubi und habe hier, ja wie ihr seht, schon 3 Fahrzeuge auf den Bautisch. Deswegen ist hier vielleicht bei mir auch die Wahrnehmung etwas getrübt. Der hier
ging am einfachsten zu bauen, der hat am meisten Spaß gemacht. Hier habe ich ein paar Mal umgebaut, weil ich mich hinterher, das habt ihr den Off-Cam nicht gesehen, nicht entscheiden konnte, welche Version ich euch dann doch baue. Und ich habe es ja für die Videos hier auch mal umgebaut. Und hier ist einfach bei der Limited Edition das Thema, dass wir so viel Grünzeug haben, das fällt mal ab. Da hat Kubi ja immer so ein bisschen ein paar Schwächen mit der Anbringung. Wenn man da irgendwo anfasst, da fällt dann was ab. Interessant sind halt, und das ist das Einzige, außer das Optische, was ihr jetzt mal so unterscheiden könnt, dass wir bautechnisch natürlich den größten Sprung haben von der Ausführung G zur Ausführung A. Seht ihr schon an der Seitenpanzerung, an den abgerundeten, während es hier bei der A und bei der D-Variante, also D und A, hier etwas eckiger daherkommt. Aber wir wollen gar nicht so viel über die anderen Sets sprechen. Ihr sollt sie halt optisch nur schön mit der Ausführung A in Verbindung bringen. Wir wollen über das Set sprechen. Gucken wir uns die Minifigur an. Wir haben hier nur eine Minifigur mit schwarzer Hose, einen neutralen grauen Hemd, das finde ich eigentlich ganz gut, und einen Kanister, der einfach so über ist, und dann einen Herrn, der etwas angespannt daher schaut, und dann haben wir ein schwarzes Schiffchen mit rosa Dreieck, das was die Panzertruppe der Wehrmacht ausgemacht hat. Interessant, einfach weil wir hier ein neutrales Hemd haben, also eine Figur, die auf den ersten Blick vielleicht langweilig daherkommt, aber doch mal etwas anderes ist. Das gefällt mir, finde ich richtig, richtig gut. Dann, was gehört dazu? Ups, jetzt habe ich hier vor lauter Anfassen mal das Rohr abgebrochen. Aber Freunde, ich nehme es ja immer hier so live on tape aus. Egal, wir machen damit gleich weiter. Gucken wir uns kurz den Stand an. Hier genau wie bei unserer Pudo-Variante ein weißes Teil und dann die Bezeichnung, nämlich Panzerkampfwagen 5, Panther in der Ausführung A, Sonderkfz 171 im Maßstab 1:28 hier auf einem weißen Hinge-Element. Und ich muss ja eh sagen, das Weiß von Kubi ist super. Tucken drunter das Weiß von Mold King. Ich sage ja immer, ich glaube Stefan Raab hat aus diesen Kubi-Steinen seine Zähne gemacht. Oder auch ein Jürgen Klopp. Also das ist der Wahnsinn. Dieses Weiß ist der Hammer. Ja, auch der Hammer, die neuen Kubi-Teiletrenner, wo wir ja auch in diesem Set einen haben. Hier in Gelb. Wir brauchen keine Noppen mehr zählen. Da haben wir sogar Zahlen drauf. Wir können die Bügelperlen hier mit applizieren oder halt auch rausdrücken oder Technikelemente rausdrücken. Und natürlich die Hebelwirkung, die wir brauchen für einen Teiletrenner. Also eine tolle Entwicklung aus dem Hause Kubi. Tolle Entwicklung aus dem Hause Maybach, der Motor, den wir jetzt schon ein paar Mal gebaut haben, den wir schon ein paar Mal bei Kubi gesehen haben. Immer toll, diese bedruckten Teils, hier oben Zylinderköpfe und hier für die Antriebswellen. Also ein Motor, den ich schon ganz oft gebaut habe mittlerweile. Ich mache ja immer den Spaß, und wenn ihr mehrere Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr das, was jetzt kommt. Irgendwann baue ich mal eine Maybach Motorenfabrik. Den Motor können wir natürlich auch wieder im Motorraum hinten versenken. Zeige ich euch gleich. Aufnahme hier mit diesen halbhohen oder 2 Bricks oder 2 Plates hohen Steinen von Kubi, die oben und unten offen sind, also oben und unten quasi Tube-Aufnahme haben. Damit können wir den Motor dann verbauen. Habe ich extra mal offen gelassen, damit wir es dann gleich machen können. Die Klappe ist offen, aber jetzt müssen wir erst einmal natürlich das Fahrzeug hier wieder hereinholen und das Rohr anbringen. Natürlich ist bei einem Panzer dieser Größe im Maßstab 1:28 immer die Gefahr, wir sehen das, nur eine Noppe, aber es hat das Fahrzeug auch und das Fahrzeug auch und fast jeder Kubi-Panzer, dass natürlich das Rohr abfallen kann. Vor allen Dingen, wenn man nur hier so einen umgedrehten Eimer hat als Aufnahme. Sonst klemmt es eigentlich ziemlich gut. Was ich euch nicht so richtig zeigen kann ist, und es funktioniert aber eigentlich, ist ja ein Rolltest. Mein Bautisch ist einfach viel zu, ups, jetzt habe ich euch gesagt, ich zeige euch einen Rolltest und da ist mir die Kette abgeflogen. Zeigen wir es euch auf der anderen Seite. Es rollt nämlich eigentlich sehr gut. Ich habe vielleicht zu doll gezogen und haha, hier sehen wir noch, Inspekteurin Murks hat ein Haar da gelassen. Das nehmen wir mal weg. Aber ihr seht hier, die Kette läuft sehr gut. Nur auf meinem glatten Bautisch, da läuft es nicht. Die Kettenglieder sind ja neu, deswegen ist eigentlich ganz cool, dass die Kette hier abgefallen ist. Das sind diese neuen Kettenelemente. Die machen es einfach zusammenzudrücken.
Und was ich ganz cool finde, das kennt man sonst nur bei Lego ja auch zum Beispiel, dass wir hier sogar Kobi-Markierungen auf den Kettengliedern haben. Das gefällt mir. Die Ketten sehen auch sehr realistisch aus, finde ich. Also ziemlich gut. Und auch gut ist ja wirklich, dass die Kette abgefallen ist, weil dann kann ich euch gleich das Laufwerk zeigen. Das berühmte Laufwerk, das ich euch ja auch bei den Fakten erzählt habe. Hier hinten das kleine Rad, hier vorne der große Zahnrad und dann hier ein Schachtellaufwerk. Und ihr seht darunter schon die Bauweise. Hier hinten so ein bisschen schräge und dann hier die Hinge-Elemente, damit wir hier die Schürze hinkriegen. Highlight für mich, bedruckte Accessoires, Behälter, also Werkzeug, Balkenkreuze natürlich bedruckt. Dann hier 204 und das deckt sich auch hier mit dem Werkzeugbehälter. Wir haben die ganzen Okulare hier blau bedruckt. Wir haben hier am Turm einen Deckel bedruckt, generell den Deckel auch. Wir haben hinten die Luke, wo zum Munitionsnachladen und Auswerfen, hier auch bedruckt. Und hier auch die Lüftung für den Motor, den wir hier reinbringen können. Der ist auch bedruckt. Und ja, jetzt fällt mir alles ab, aber bei mir auch eine Schwäche. Hinten hier die Heckklappe. Das hätte ich euch eh gesagt. Also Heckklappe, nicht, dass es wirklich eine Heckklappe ist, aber das Anbringen der Klappe hinten, der schrägen Panzerung hinten auf diesen Hinge-Elementen, beziehungsweise diesen Bricks, die oben und unten Noppen haben, ist so eine Sache, die hat mir bei keinem dieser Panzer so gut gefallen. Schauen wir uns aber die Rückseite nochmal an. Ich baue ja gerne für euch die Sets auseinander, damit wir alles besprechen. Ganz cool natürlich hier, dass wir die Kettenelemente hinten ans Heck anbringen. Auch wieder hier die Drücke oder Drucke vielmehr. Ich habe sie ja nicht drauf gedruckt, sondern einfach nur die Steinchen. Wir haben hier Nebelwerfer. Wir haben hier, oder Vernebelungsanlage, sagen wir es mal so, eine Kiste, wieder Balkenkreuz und dann hier auch die Auslässe für Maschinengewehre, Okular und so weiter. Das könnte sogar sein, dass wir hier vielleicht sogar Auswurf der Nahkampfwaffe haben oder hier oben. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Wichtig aber, bevor wir uns jetzt gleich die Heckklappe nochmal angucken oder den Motor, der Turm generell, denn wir haben ja auch hier, wie bei allen anderen Panther auch und bei den neueren Sets im Maßstab 1:28, einen Innenlebenkranz mit einem Sitz angedeutet, also eine Steuerung der Waffe, historisch nicht akkurat oder annähernd akkurat und natürlich passt da auch keine Figur rein, weil wir haben den Turm ja trotzdem nicht hohl, massiv gebaut hier mit diesen Rounded Plates. Trotzdem können wir hier natürlich einen Deckel aufmachen und können da die Figur reinstellen und wenn ihr mal seht, da habe ich hier auch diese 1x2er Plate da drin vergessen, da kommt sie rein. Also den Turm könnte man auch, und da gibt es vielleicht den einen oder anderen von euch, hier ausbauen und dann in ein Diorama stellen und dann hätten wir so eine berühmte Pantherstellung. Die Türme wurden ja auch am Ende des Konfliktes eingebaut zur Verteidigung von Straßen. Jetzt ist die Heckklappe abgefallen, ich baue sie kurz wieder zusammen, aber da haben wir diese charakteristischen Abgasrohre, die Auspuffanlage, wenn man es etwas bourgeoiser ausdrücken möchte, die wir ja hier bei der Ausführung A kennen, mit diesen 4 Rohren. Finde ich ganz cool. Aber jetzt zeige ich euch nochmal, was ich meine. Hier mit dem Heck, da ist das Hinge-Element. Und da muss man es hier unten so dran klemmen. So, jetzt hält es wieder bis zum nächsten Mal, wo es abfällt. Also das ist für mich strukturell so eine kleine Schwäche. Und ihr seht es jetzt ein bisschen außerhalb des Bildes. Es fällt leicht wieder ab. Auf jeden Fall ist es bei mir so. Vielleicht habt ihr das besser gelöst. Ja, das ist die Wanne vom Panther. Natürlich hier vorne noch Klappe. Könnte man eine Figur reindrücken, wenn man möchte. Hier oben auch 2 Klappen, die Luken. So ist es richtiger. Und wir haben auch hier eine Abstützung für das Rohr, für das Fahrzeug, wenn es im Marsch ist. Da können wir das Rohr drauflegen. Was ich euch aber natürlich noch zeigen muss, ist das Innenleben und ich bin euch ja noch schuldig, den Motor in das Fahrzeug zu stecken. Da haben wir Batterien, wir haben Munition, wir haben die Welle und wir sehen auch ein bisschen diese Stabfederung. Ich glaube, das soll sie sein. Also Kobi hat auf jeden Fall wieder hier was abgeliefert. Diese Batterien sehen ein bisschen aus wie Dominosteine, aber geschenkt. Andere Hersteller machen da mittlerweile mehr aus China. Aber ich denke mal, Kobi ist hier auf dem richtigen Weg, vor allen Dingen mit der Qualität seiner Steine. Und dann, ja, ich bin es euch noch schuldig, der Motor, den wir halt hier, da sind die Tubes, da unten haben wir so eine versetzte Jumper, wie wir sie von Kobi kennen. Und dann können wir den Motor hier auf diese Steine
drücken, wenn wir es etwas treffen. So, und jetzt ist er fest da drin. Ihr seht es. Kleiner Gap hier noch, aber anders würden wir sonst den Motor nicht rauskriegen. Ich zeige euch das Fahrzeug noch einmal von unten. Da sieht es standardmäßig bei allen gleich aus. Eine große beige Platte. Und sonst haben wir eigentlich hier fast schon einen Bergepanther. Aber nein, der Turm kommt natürlich noch rein. Aber erst die Klappe, die bin ich euch ja noch schuldig, die wir hier mit abgerundeten Teils verbaut haben, damit wir auch die Klappe leichter rauskriegen. Denn wir haben ja sonst keine Möglichkeit, hier irgendwie rein zu hebeln. Und das machen wir jetzt einmal. Auch wieder schön die Drücke hier dieser berühmten Abgasanlage bzw. Motorlüftung. Und da haben wir dann den Deckel drin. Und ihr seht schon, man kommt sonst schwer dran. So, na, zack. So können wir es dann rausnehmen. Also ein bisschen Fingernägel muss man haben oder man zieht ein bisschen an der Antenne, dann geht das auch. Die hält nämlich ganz gut. Ihr seht es auch, ich habe schon ein paar Mal gemacht, die ist nämlich etwas krumm. Ja, und dann Turm wieder rein und dann haben wir unser Fahrzeug. Ein bisschen müssen wir hier tricksen, denn das Rohr ist nicht so ganz hier in der Marschrichtung. So, es ist halt zu hoch, wenn wir es eigentlich da drauflegen. Jetzt haben wir unseren Panther hier in Marsch, außer natürlich, dass ich die Kette noch hinten drauf ziehen muss. Wie gesagt, läuft eigentlich sehr gut, bloß ich habe einen zu glatten Tisch und muss man schon sagen, diese Elemente gehen leicht auseinander. Also, obwohl wir eigentlich 4 Haken haben, das ist der Grund. Aber kommt Freunde, wir bauen es ordentlich zusammen. Übrigens auch interessant, natürlich wieder hier unser generelles Werkzeug zum Reinigen des Rohres, was wir ja auch in der Ausführung, also eigentlich in allen 3 Ausführungen dabei haben. Charakteristisch für den Panther. Ich hätte mir ja eigentlich gewünscht, dass wir vielleicht einen Panther kriegen, der ein Reserverad am Turm hat, denn es gibt da einige markante Videos von Panthern, die einen Turm mit Rad haben. Sogar Farbbilder gibt es davon. Ich glaube, es ist eines der berühmtesten Videos. Ich schneide es euch, glaube ich, auch mal hier rein. Dann seht ihr, was ich meine. Aber das ist ja das Schöne bei Klemmbaustein. Man kann das ja alles selber nachrüsten. Für mich natürlich hier kommt das erstmal nicht in Frage, denn ich möchte euch ja die Sets zeigen, wie sie vom Hersteller kommen. Und ganz kurz, das meist doch noch, zeige ich euch die Limited Edition. Hier einmal ein Bild voller Accessoires, viele Drucke, 2 Farbtarn und was ich euch gesagt habe, von unten auch hier beige. Da haben wir also alles gleich. Wie gesagt, vollgepackt mit Zubehör. Das ist halt bei so einer Limited Edition so. Und natürlich dann unser Pudel. Kommt etwas trister farblich daher. Aber auch hier wackelt wieder die schräge Heckpanzerung. Und wir haben auch Accessoires, aber alles in diesem Senfgelb gehalten. Und auch von unten natürlich dann das gleiche. Also 3 Panther-Modelle, die richtig, ihr seht ja auch mal, da läuft doch ganz gut, konnte ich euch doch zeigen. Irgendwie ist der Tisch da hinten vielleicht rauer, keine Ahnung. Also, es ist jetzt natürlich euch überlassen, welche Version ihr am besten findet. Die Limited hat natürlich viel Zubehör. Die Version sieht vielleicht farblich am besten aus und diese hier ist vielleicht eigentlich die geschichtlich interessanteste. Aber ihr dürft eure Meinung bilden. Ein bisschen helfe ich euch jetzt, indem ihr Detailbilder bekommt von der Ausführung A. Alle anderen beiden Fahrzeuge, wie gesagt, könnt ihr oben auf dem i, auf dem Reviews zu diesen Fahrzeugen nachschauen. Oder ihr wartet, bis es mein Vergleichsvideo gibt, beziehungsweise wo ihr alle Bilder zusammen seht. Also, ich helfe euch auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar Einblicke bei der Ausführung A zu bekommen. Und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck vom reviewten Kobi-Set machen könnt. Aber diesmal schauen wir nicht nur aufs Modell, sondern auch auf das echte Vorbild, das gerade im TV für Furore sorgt. In der neuen D-Max-Doku-Projekt Panther begleiten wir die Jungs von Morlock Motors bei der spektakulären Bergung eines echten Panther-Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg. Der tonnenschwere Koloss lag jahrzehntelang vergraben. Ein Relikt aus Stahl, Erde und Geschichte.
Mit schwerem Gerät und viel Leidenschaft graben Michael Manusakis und sein Team den legendären Panzerkampfwagen 5 Panther aus. Zentimeter für Zentimeter kämpft sich das Team, verstärkt durch Bergungsprofis aus Polen, durch polnischen Schlamm und deutschen Schrott. Ein echter Gänsehautmoment für alle Technik- und Militärfans. Übrigens vom Panther wurden wohl ca. 6000 Fahrzeuge hergestellt, von denen fast alle zerstört oder verschrottet wurden. Die 6 neuen Folgen liefen ab dem 22. April immer dienstags um 20:15 Uhr auf D-Max. Und wer es verpasst hat, kann sie jederzeit on demand bei Join oder in der D-Max Mediathek nachholen. Übrigens, Steel Buddies, die Hauptsendung rund um Morlock Motors, war mit teils über 5% Marktanteil, also dem Doppelten des Senderschnitts, einer der größten Quotenhits in der Geschichte von D-Max. Kein Wunder, denn kaum jemand verbindet Technik, Abenteuer und echten Schrauberscharm so gut wie Micha und seine Truppe. Ich bin Riesenfan oder wie man in Peterslar sagen würde, Katastrophe. Also, wer das passende Kobi-Set auf dem Bautisch stehen hat, kann jetzt das echte Vorbild live erleben. Stahl trifft Stein, Geschichte trifft Klemmbaustein. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich hoffe, dass Kobi jetzt nicht noch einen Panther auf den Markt bringt. Wobei, ein Bergepanther wäre ja schon ganz cool. Schreibt mir eure Meinung bitte mal zu dem aktuellen hier im Review befindlichen Set der 2654 gerne in die Kommentare. Trotzdem dürft ihr natürlich auch gerne zu den anderen beiden Sets von Kobi euer Kommentar dalassen. Und wie gesagt, beobachtet gerne meinen Kanal und abonniert ihn am besten und drückt am besten die Glocke, weil dann werdet ihr immer über neue Videos auf meinem Kanal informiert. Denn wie gesagt, ich werde ein erstes großes Vergleichsvideo zu diesen 3 Sets machen, denn ich habe ja in jedem einzelnen Video quasi meine Meinung wiedergegeben und die kann sich ja bei allen 3 Fahrzeugen jetzt auch geändert haben. Wie gesagt, achtet da einfach auf meinen Kanal und abonniert die Glocke, dann verpasst ihr einfach nichts mehr. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch, naja, ein Panzer ist auch nur ein Auto, auf jeden Fall immer eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Vlogstar.